Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir darüber, was man beim Kauf von neuer Elektronik wissen sollte. Bleibt gerne dran, lernt mit uns neue Wörter und Ausdrücke und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Genau, es wird ein entspanntes Gespräch über Dinge, die im Alltag wirklich wichtig sind. Wir erklären, was Garantie bedeutet, warum man den Kassenbon gut aufbewahren sollte und wie man von Anfang an alles richtig macht. Also, wenn ich ein neues Gerät kaufe, zum Beispiel ein Handy oder eine Kaffeemaschine, frage ich immer direkt nach der Garantie. Viele Leute machen das nicht, aber ich finde es total wichtig, denn man weiß ja nie, ob etwas kaputt geht. Die Verkäufer erklären meist freundlich, wie lange die Garantie dauert und was alles darin enthalten ist. Stimmt, und viele sagen auch ganz typisch, Hauptsache, man hat die Rechnung irgendwo sicher. Die Deutschen legen da wirklich viel Wert drauf. Wenn man später ein Problem hat, muss man die Rechnung oder den Kassenbon zeigen. Ohne das Dokument kann es manchmal schwierig werden, auch wenn das Gerät noch ziemlich neu ist. Ich habe gemerkt, dass es in vielen Läden üblich ist, dass sie die Garantie vom Hersteller und vom Geschäft erklären. Man bekommt oft kleine Zettel oder sogar ein Heft und da steht alles genau drin. Viele Leute legen das einfach in eine Schublade und das finde ich eigentlich ganz praktisch. So weiß man später sofort, wo alles ist. Ja, und besonders bei teuren Geräten lohnt es sich wirklich, die Unterlagen ordentlich aufzubewahren. Ich sage immer, Ordnung ist das halbe Leben. Wenn man zum Beispiel 2 Jahre Garantie hat, kann man entspannt sein, falls das Gerät plötzlich nicht so funktioniert, wie es sollte. Man muss dann nur zum Laden gehen und sagen, dass man gerne prüfen möchte, ob die Garantie noch gültig ist. Viele Menschen denken beim Kauf gar nicht so weit, aber eigentlich gehört das alles zum normalen Alltag. Neue Geräte machen Freude, aber sie brauchen auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Wenn man am Anfang alles gut organisiert, spart man später Zeit und Nerven, besonders wenn man nicht genau weiß, ob eine Reparatur nötig wird. Genau. Und oft merkt man erst nach einigen Wochen, wie wichtig diese kleinen Schritte waren. Manchmal funktioniert ein Gerät perfekt, manchmal gibt es kleine Probleme. Und dann ist es gut, wenn man schon weiß, wo die Dokumente sind und wie man weiter vorgehen kann. So fühlt man sich sicher und hat keinen Stress. Wenn ein Gerät plötzlich nicht mehr funktioniert, bekommt man zuerst oft ein bisschen Stress. Man denkt sich, warum passiert das gerade jetzt? Aber in Deutschland sagen viele ganz ruhig, kein Problem, wir schauen erst mal in Ruhe, was los ist. Diese Einstellung hilft wirklich, ruhig zu bleiben. Der erste Schritt ist meistens, das Gerät kurz auszuschalten oder vom Strom zu trennen. Viele sagen immer, probier es mal aus und warte ein paar Minuten. Oft funktioniert es danach wieder. Und wenn nicht, schaut man als nächstes, ob noch Garantie drauf ist, weil das meistens die einfachste Lösung ist. Wenn das Gerät weiter Probleme macht, gehen die meisten Leute direkt in den Laden zurück. Man nimmt die Rechnung mit und erklärt freundlich, was passiert ist. In deutschen Geschäften sagen die Mitarbeiter oft, wir geben es zur Prüfung weiter oder wir schicken es ins Service Center. Das klingt ganz formell, aber der Ablauf ist ziemlich klar. Wenn die Garantie noch gültig ist, kostet die Reparatur normalerweise nichts. Viele Mitarbeiter sagen vorher, es kann ein paar Tage dauern. Und manchmal bekommt man sogar ein Ersatzgerät, damit man nicht ohne bleibt. Das finde ich sehr praktisch, besonders bei Sachen wie Handy oder Laptop, die man täglich braucht.
Es gibt auch Situationen, in denen der Händler fragt, ob man schon bestimmte Dinge ausprobiert hat, zum Beispiel ein Update oder einen Neustart. Die Deutschen machen das immer zuerst, weil es oft die einfachste Lösung ist. Man sagt dann ja, habe ich schon probiert oder ich bin mir nicht sicher, und sie testen das Gerät noch einmal selbst. Wenn Sie feststellen, dass es wirklich ein technisches Problem ist, wird das Gerät eingeschickt. Viele Leute sagen dann ganz typisch, na gut, hilft ja nichts. Das zeigt, dass man akzeptiert, dass Reparaturen einfach Zeit brauchen. Und meistens läuft alles ohne großen Stress, wenn man einfach freundlich und geduldig bleibt. Am Ende ist es wichtig, dass man alles ruhig und klar erklärt. Die Mitarbeiter sind es gewohnt, dass Geräte manchmal kaputt gehen, und sie hören sich die Situation meistens sehr genau an. Und wenn man freundlich bleibt, bekommt man auch eine klare Erklärung, wie es weitergeht und wie lange man ungefähr warten muss. Wenn das Gerät im Laden geprüft wurde, stellt sich oft die Frage, ob es repariert werden kann oder ob man ein neues bekommt. Viele Deutschen sagen dann ganz gelassen, wir schauen mal, was möglich ist. Diese ruhige Art hilft wirklich, nicht nervös zu werden, auch wenn man eigentlich ein schnelles Ergebnis möchte. Man bekommt meistens zuerst eine klare Erklärung, was kaputt ist und wie lange die Reparatur dauern kann. Die Mitarbeiter sagen oft, wir brauchen ein paar Tage oder es kann etwas länger dauern. Diese Sätze hört man ständig und sie klingen sehr typisch für deutsche Geschäfte, weil alles klar und strukturiert sein soll. Wenn die Reparatur sinnvoll ist, bekommt man manchmal auch einen Kostenvoranschlag. Das ist ein Dokument, wo steht, wie viel es ungefähr kostet. Viele Leute sagen dann, alles klar, das passt für mich, oder sie fragen ganz freundlich, ob man noch etwas sparen kann. Es ist normal, solche Dinge direkt und offen anzusprechen. Bei Geräten mit Garantie ist die Reparatur natürlich kostenlos, aber wenn die Garantie abgelaufen ist, muss man selbst entscheiden, ob sich das lohnt. Viele sagen dann einen typischen Satz: Für den Preis kann ich mir fast ein neues kaufen. Und manchmal stimmt das wirklich, besonders bei kleinen Elektrogeräten. Oft fragt man auch nach einem Umtausch, wenn das Gerät schon nach kurzer Zeit kaputt geht. Die Deutschen sagen dann meistens, vielleicht ist ein Austausch einfacher. Wenn das Geschäft zustimmt, bekommt man entweder ein neues Gerät oder einen Gutschein. Das hängt davon ab, was gerade verfügbar ist. Und wenn man ein neues Gerät bekommt, ist der Ablauf wieder sehr strukturiert. Die Mitarbeiter fragen nach der Rechnung, prüfen kurz das alte Gerät und geben dann ein neues mit den Worten: Bitte heben Sie alles gut auf. Diese Formulierung hört man ständig und sie zeigt, wie wichtig Dokumente hier sind. Manchmal gibt es auch Situationen, in denen das Gerät repariert wird, aber man trotzdem noch kleine Probleme bemerkt. Viele Leute sagen dann, irgendwie passt das noch nicht richtig oder es fühlt sich nicht normal an. Dann kann man natürlich wieder hingehen und die Geschäfte reagieren meistens ruhig und professionell. Insgesamt ist der Prozess in Deutschland klar. Aber man braucht etwas Geduld. Viele sagen deshalb ganz typisch: abwarten und Tee trinken. Dieser Satz beschreibt die Situation perfekt, weil man oft einfach warten muss, bis das Gerät wieder funktioniert oder man ein neues bekommt. Viele Menschen kaufen ein neues Gerät und legen die Bedienungsanleitung direkt zur Seite, weil sie denken, dass alles ganz einfach ist. Aber in Deutschland hört man oft den Satz: besser einmal nachlesen. Die Anleitung hilft wirklich, viele kleine Fehler zu vermeiden und das Gerät richtig zu benutzen, besonders in den ersten Tagen.
Ich merke immer wieder, wie hilfreich es ist, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen. In der Bedienungsanleitung findet man klare Schritte, kleine Hinweise und Tipps, die man sonst nie bemerken würde. Die Deutschen sagen oft, sicher ist sicher, und genau deswegen schauen viele zuerst in die Anleitung, bevor sie etwas ausprobieren. In vielen Anleitungen gibt es kleine Symbole, die zeigen, wie man das Gerät reinigen, einstellen oder pflegen soll. Das klingt ganz einfach, aber es macht einen großen Unterschied. Wenn man das gleich am Anfang liest, spart man später Zeit und Ärger. Viele sagen auch ganz typisch, oh, das wusste ich gar nicht, wenn sie etwas Neues entdecken. Oft steht dort auch, was man auf keinen Fall machen sollte. Diese Warnungen sind wirklich wichtig, denn manche Geräte reagieren sehr empfindlich. Die Mitarbeiter in deutschen Geschäften sagen immer, halten Sie sich bitte an die Hinweise des Herstellers. Und das ist wirklich sinnvoll, weil man so Probleme von Anfang an vermeiden kann. Besonders praktisch finde ich, dass die meisten Anleitungen heute sehr klar geschrieben sind. Man hat kleine Bilder, kurze Sätze und einfache Erklärungen. Viele Menschen sagen dann ganz zufrieden, jetzt verstehe ich es endlich. Und das zeigt, wie hilfreich es ist, Schritt für Schritt zu lesen, statt einfach drauf loszulegen. Und wenn man einmal nicht weiterkommt, kann man immer noch online nachschauen. Viele Hersteller haben PDF-Dateien oder kurze Videos, die erklären, wie alles funktioniert. Die Deutschen sagen in solchen Momenten oft, gut, dass es das im Internet gibt. Und das stimmt wirklich, denn man findet fast immer eine Lösung. Ein weiterer Vorteil ist, dass man durch die Anleitung lernt, wie man das Gerät länger haltbar macht. Viele Leute sagen immer, wer gut pflegt, hat länger etwas davon. Wenn man regelmäßig reinigt oder bestimmte Teile prüft, spart man am Ende Geld, weil man keine unnötigen Reparaturen braucht. Und manchmal merkt man sogar, dass das Gerät viel mehr Funktionen hat, als man zuerst dachte. Viele Menschen sagen dann ganz erstaunt, das ist ja praktisch. Die Anleitung zeigt oft kleine Extras, die man im Alltag gut nutzen kann, egal ob bei einem Staubsauger, einer Kaffeemaschine oder einem neuen Handy. Am Ende ist die Bedienungsanleitung einfach ein guter Helfer im Alltag. Sie gibt Struktur, erklärt alles ruhig und klar und hilft uns, das Gerät sicher und richtig zu nutzen. Viele Deutschen sagen deshalb sehr typisch besser alles einmal lesen, dann läuft es ohne Stress. Und ich finde, dieser Satz passt hier perfekt. Wenn man diese kleinen Schritte beachtet, fühlt man sich sicherer und versteht sein Gerät viel besser. Man merkt schnell, wie einfach alles wird, wenn man die wichtigsten Hinweise kennt. So startet man entspannt in den Alltag und muss sich später nicht über unnötige Probleme ärgern. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, dass euch unser Gespräch geholfen hat, die Welt der Elektronik ein bisschen besser zu verstehen und im Alltag sicherer damit umzugehen. Wir wünschen euch viel Erfolg mit euren Geräten und hoffen, dass ihr nun mit mehr Ruhe und Klarheit an alles herangeht. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche Wörter euch heute besonders gut gefallen haben und welche ihr euch merken wollt. Die Bedienungsanleitung. Ich habe die Bedienungsanleitung kurz gelesen. Die Bedienungsanleitung erklärt jeden Schritt sehr genau. Der Kostenvoranschlag. Ich bekomme morgen den Kostenvoranschlag per E-Mail. Der Mitarbeiter hat mir den Kostenvoranschlag in Ruhe erklärt. Das Service Center. Das Gerät wird nächste Woche ins Service Center geschickt. Im Service Center prüfen Sie zuerst, was genau defekt ist. Die Garantie.
Die Garantie gilt noch bis nächstes Jahr. Ohne die Garantie wäre die Reparatur sehr teuer. Die Reparatur. Die Reparatur dauert ein paar Tage. Nach der Reparatur funktioniert das Gerät wieder normal.